Wenn du in dein Auto steigst, vertraust du dem Tacho blind. 100 Kilometer pro Stunde. Das ist eine einfache, beruhigende Rechnung. Strecke durch Zeit. Wir sind es gewohnt, die Welt in Metern und Kilometern zu vermessen. Es ist der Standard unserer Zivilisation. Aber sobald du das feste Land verlässt, wird diese Rechnung nutzlos. Auf dem offenen Meer existieren keine Kilometer. Ein Kapitän, der versuchen würde, einen Supertanker oder einen Flugzeugträger mit Kilometern pro Stunde zu navigieren, würde sein Ziel nicht nur verfehlen. Er würde in einer Katastrophe enden. Er würde Riffe rammen, die laut seiner Karte noch weit weg sind. Oder er würde an der Insel, die sein Überleben sichert, einfach vorbeifahren. Stattdessen nutzt die gesamte globale Seefahrt und auch die Luftfahrt eine Einheit, die für Landratten archaisch klingt: den Knoten. Viele halten das für nautische Romantik. Ein Überbleibsel aus der Zeit der Piraten und Holzbeine, das man aus Tradition beibehalten hat. Aber das ist falsch. Der Knoten ist kein Relikt. Er ist die einzige Maßeinheit, die die wahre Form unseres Planeten respektiert. Der Kilometer ist eine willkürliche Erfindung von Politikern aus dem 18. Jahrhundert. Der Knoten hingegen ist reine, unbestechliche Geometrie. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum wir auf dem Wasser Seile zählen müssen, um nicht verloren zu gehen. Wir reisen zurück in eine Zeit ohne GPS, in der Mathematik über Leben und Tod entschied. Und wir klären, warum selbst ein moderner Kampfjet technisch gesehen immer noch mit einem nassen Holzscheit navigiert. Wenn du verstehen willst, warum die Welt so vermessen ist, wie sie ist, dann abonniere jetzt den Kanal. Um den Knoten wirklich zu verstehen, müssen wir die moderne Technik vergessen. Schalte das GPS aus. Schalte das Radar aus. Vergiss Satelliten. Wir sind im 17. Jahrhundert. Das Meer ist kein Highway. Es ist eine schwarze, konturlose Wüste. Es gibt keine Straßenschilder, keine Landmarken. Wenn ein Schiff den Hafen verließ, war der Kapitän blind. Die einzige Möglichkeit, den Atlantik zu überqueren und Amerika zu finden, war eine Methode namens Koppelnavigation. Das Prinzip klingt simpel. Ich starte an Punkt A. Ich fahre Richtung Westen. Ich fahre mit 10 Kilometern pro Stunde. Also bin ich nach 24 Stunden 240 Kilometer weiter westlich. Ich ziehe einen Strich auf der Karte und sage, hier sind wir. Aber in dieser Rechnung steckt eine tödliche Variable. Den Kompass für die Richtung hatten sie seit der Antike. Aber die Geschwindigkeit? Wie misst man Tempo, wenn sich das Wasser unter dir bewegt, der Wind dich schiebt und es keinen festen Punkt gibt, an dem man sich orientieren kann? Man schätzte. Kapitäne warfen Holzspäne ins Wasser und schauten, wie lange sie brauchten, um am Rumpf vorbeizuschwimmen. Das war ungenau. Sogar extrem ungenau. Wenn du dich bei der Geschwindigkeit nur um einen halben Knoten verschätzt, bist du nach 4 Wochen auf See hunderte Kilometer vom Kurs abgekommen. Du suchst eine Insel mit Frischwasser, aber du findest sie nicht. Deine Karte sagt, du bist da, aber der Horizont ist leer, die Vorräte gehen aus. Skorbut breitet sich aus. Das Schiff wird zum Geisterschiff. Geschwindigkeit war keine Zahl für die Statistik, sie war die wichtigste Überlebensvariable an Bord. Der Druck, eine exakte Messung zu finden, war gigantisch. Und die Lösung, die Ingenieure damals fanden, sieht so primitiv aus, dass man es heute kaum glauben kann. Das Logscheit. Das Gerät bestand aus 3 simplen Komponenten, die zusammen einen analogen Computer bildeten. Erstens ein flaches Holzbrett, geformt wie ein Viertelkreis. Es war an der runden Seite mit Blei beschwert. Warum? Damit es senkrecht im Wasser steht. Das Ziel war, einen Fixpunkt im flüssigen Wasser zu erzeugen. Wasser weicht aus, aber wenn du ein flaches Brett quer zur Fahrtrichtung hineinstellst, hat es einen enormen Widerstand. Es wirkt wie ein Treibanker. Es bleibt fast stehen. Zweitens, eine riesige Spule mit Hanfseil, die sich extrem leicht drehen ließ. Und drittens, eine Sanduhr. Der Messvorgang war ein festes Ritual, das alle paar Stunden durchgeführt wurde. 2 Matrosen traten ans Heck. Einer hielt die Spule über den Kopf, der andere hielt das Holzbrett und die Sanduhr. Auf Kommando warf er das Brett ins Kielwasser. Das Brett biss sich im Wasser fest. Das Schiff fuhr weiter und zog das Seil rasend schnell von der Rolle. Die ersten Meter des Seils waren nicht markiert, damit das Holzbrett aus dem Wirbelwasser der Schraube oder des Ruders herauskam. Sobald eine erste rote Markierung durch die Hand des Matrosen lief, schrie er: Dreh! Der andere Mann drehte die Sanduhr um. Meistens rieselte der Sand exakt 28 Sekunden oder 30 Sekunden lang. Jetzt begann die Magie. Der Matrose ließ das nasse Seil durch seine bloße Faust laufen. In das Seil waren in regelmäßigen Abständen dicke Knoten geknüpft. Er fühlte jeden Knoten gegen seine Handfläche schlagen. Er zählte laut gegen den Wind an. 1, 2, 3. Sobald das letzte Sandkorn gefallen war, schrie der Zeitnehmer: Stopp!
Der Matrose stoppte das Seil abrupt mit der Faust. Hatte er 7 Knoten gefühlt, bevor die Zeit abgelaufen war, fuhr das Schiff 7 Knoten schnell. Das ist der wörtliche Ursprung. Wir sagen heute, das Schiff läuft 20 Knoten, weil vor 400 Jahren Männer echte Knoten in einem nassen, kalten Seil gezählt haben. Aber jetzt müssen wir tief in die Mathematik eintauchen. Denn die eigentliche Frage ist, warum waren die Knoten genau in diesem Abstand geknüpft? Der Abstand zwischen 2 Knoten betrug exakt 47 Fuß und 3 Zoll, ca. 14,4 Meter. Warum diese krumme Zahl? Warum nicht einfach alle 10 Meter? Hier verlassen wir die Geschichte und kommen zur harten Geometrie unseres Planeten. Ein Kapitän auf hoher See navigiert nicht nach Metern. Der Meter ist eine künstliche Erfindung. Er wurde ursprünglich definiert als der 10-millionste Teil der Strecke vom Nordpol zum Äquator. Das ist nett für Landvermesser in Paris, aber auf dem Ozean ist es nutzlos. Ein Kapitän navigiert nach dem Raster der Erde, Längengrad und Breitengrad. Die Erde ist eine Kugel. Jeder Kreis hat 360 Grad. Jeder Grad ist unterteilt in 60 Minuten. Und Seeleute definierten genialerweise, eine Seemeile entspricht exakt einer Bogenminute auf der Erdkugel. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Seemeile ist direkt an die Karte und an den Planeten gekoppelt. Wenn du auf der Seekarte mit dem Zirkel 1 Grad nach Norden misst, weißt du sofort, das sind 60 Seemeilen. Das macht die Karte zum Lineal. Du musst nichts umrechnen. Und jetzt schließen wir den Kreis zum Seil. Die Matrosen waren oft Analphabeten, aber das System war pure Mathematik. Die Sanduhr lief meistens 28 Sekunden. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Das Verhältnis von 28 Sekunden zu einer Stunde ist exakt dasselbe wie das Verhältnis von 14,4 Metern zu einer Seemeile. Das Logscheit war also so kalibriert, dass der Matrose ohne Rechnen die Geschwindigkeit direkt in Bogenminuten pro Stunde ablesen konnte. 5 Knoten im Seil bedeuteten, wir fahren 5 Bogenminuten pro Stunde über die Erdkrümmung. Es war ein analoger Computer aus Hanf und Sand. Das erklärt die Schiffe. Aber warum Flugzeuge? Warum misst ein Airbus A380 oder eine F-16 in Knoten? Warum haben wir das nicht längst auf Kilometer pro Stunde umgestellt? Weil der Himmel auch nur ein Ozean aus Luft ist. Es gibt dort oben keine Straßen, keine Markierungen. Ein Pilot navigiert wie ein Kapitän. Er bewegt sich über weite Strecken auf einer Kugeloberfläche. Die Luftfahrtkarten nutzen dasselbe Koordinatensystem wie Seekarten, Breitengrad und Längengrad. Stell dir vor, ein Pilot müsste in Kilometern pro Stunde rechnen. Er fliegt 900 Kilometer pro Stunde. Er muss wissen, wo er auf der Karte ist. Er müsste rechnen, 900 geteilt durch 1,852 ergibt die Seemeilen. Das sind dann so und so viele Bogenminuten. Im Cockpit, bei Stress, ist diese Rechnerei gefährlich. In Knoten weiß er sofort, ich fliege 480 Knoten, also überquere ich in einer Stunde exakt 8 Breitengrade. Es ist die einzige Sprache, die Navigatoren weltweit verstehen, weil sie die Sprache der Kugel ist. Selbst heute, im Zeitalter von GPS, bleiben wir dabei. GPS-Satelliten geben Positionen in Koordinaten aus, in Winkeln. Und Knoten sind nichts anderes als Winkelgeschwindigkeit. Der Kilometer ist eine Einheit für das Flache, für Straßen, die wir gebaut haben. Der Knoten ist eine Einheit für den Planeten, so wie er ist. Wir haben versucht, das metrische System überall durchzusetzen. Aber auf dem Wasser und in der Luft hat die Natur gewonnen. Der Knoten ist also mehr als nur Tradition. Er ist ein Werkzeug, das die Zeit, Sanduhr und den Raum, Seil, verbindet, um die Unendlichkeit des Ozeans beherrschbar zu machen. Wenn du das nächste Mal hörst, dass ein Schiff 20 Knoten läuft, dann denk nicht an Geschwindigkeit wie beim Auto. Denk daran, dass es sich gerade 20 Bogenminuten pro Stunde über die Erdkrümmung schiebt. Autos messen den Asphalt, Schiffe messen die Welt.